Lieblingsessen. Ja, es gibt halt eigentlich wirklich wenig finnische Essen. Mein Name ist Jan Feller, ich bin Geschäftsführer der Deutsch-Finnischen Handelskammer in Helsinki. Was ich an der finnischen Kultur sehr schätze, ist, hier ist eigentlich jeder gleich. Als Mensch ist man gleich. Ein Vorgesetzter oder eine Vorgesetzte ist keine höher stehende Person, sondern hat einfach einen anderen Job, nämlich dafür zu sorgen, dass das Team alles hat, was sie brauchen. Und Finnland hat eine Prototypkultur. Ich war 10 Jahre bei Nokia, da haben wir immer gesagt, fail but fail fast. Was ich an der deutschen Kultur gut finde, ist, dass in Deutschland wir oft gesamteuropäischer denken. Das machen die Finnen manchmal, aber nicht immer. Vielleicht, wenn man so oben rechts in der Ecke von Europa sitzt. Also Finnland ist im Gegensatz zum Beispiel zu Deutschland eine vertrauensbasierte Gesellschaft. Hier vertrauen die Leute dem Staat, der Arbeitgeber, den Mitarbeitern und andersrum. Und das macht ganz vieles viel einfacher. Und das würde ich mir eigentlich für jedes Land in Europa wünschen. Hier in Finnland wird Digitalisierung meistens end-to-end gedacht und wird so umgesetzt, dass sie auch Spaß macht. Also die Finnen haben vielleicht verstanden, dass die Bevölkerung dann digitale Services nutzt, wenn sie schön aussehen, wenn sie einfach und intuitiv zu bedienen sind. Und mich macht, das mag man nicht glauben, glücklich zum Beispiel die Interaktion mit den Behörden hier. Letzte Woche hat eine Mitarbeiterin von uns ihre Steuererklärung in 5 Minuten auf dem Handy gemacht. Finnland ist ja auch das nachhaltigste Land der Welt und auch das unabhängigste Land, was die Nahrungsmittelversorgung betrifft. Also hier wird einfach vieles richtig gemacht. Bei der Glücklichkeit ist das so eine Sache. Ich glaube, das ist eher die Abwesenheit von Unglücklichkeit. Die Finnen sind einfach mit ein paar weniger Sachen zufrieden. Aber es macht einen natürlich glücklich, wenn man in Digitalland Europas lebt und vieles einfach gut funktioniert. Die Finnen machen gern Understatement, stellen ihr Licht so unter den Scheffel und sind deswegen vielleicht nicht die Stärksten im Vertrieb. Und da kann Finnland wirklich von Deutschland lernen und wir sehen auch ganz tolle Partnerschaften. Wenn finnische Technologie von einem deutschen Unternehmen in der Welt vertrieben wird, dann ist das ein perfekter Match. Die Ruhe und dass keine Regeln an der Wand stehen wie in Deutschland.